Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In meinem aktuellen Video spreche ich über Sucht und dabei orientiere ich mich an 2 TED-Talks größtenteils. Einer davon ist von Johann Hari und der andere ist von Gabor Mate und die habe ich euch unten noch verlinkt. Und das sind 2 sehr schlaue Menschen und Experten in diesem Bereich, anders als ich, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich finde es nur wichtig, diese Messages zu spreaden, weil ich es wichtig finde, dass unser Verständnis von Sucht weggeht von Vorurteilen und hin zu Mitgefühl und Verständnis. Und mir haben diese beiden TED-Talks auf jeden Fall geholfen, das alles ein bisschen besser zu verstehen. Sucht ist etwas, das vielen Menschen direkt in den Kopf kommt, wenn man an Drogen denkt. Aber was ist Sucht eigentlich? Gabor Mate, ein Mensch, der mich mit seiner Weisheit immer wieder beeindruckt, definiert Sucht so, als etwas, was einem eine vorübergehende Linderung oder eine Befriedigung verschafft, was auf lange Sicht allerdings Schaden verursacht und etwas, womit man nicht aufhören kann, obwohl einem dieser Schaden bewusst ist. Das heißt also, dass Menschen nicht nur von illegalen Dingen süchtig werden können, sondern auch von sozial akzeptierten Verhaltensweisen und Dingen, wie zum Beispiel dem Smartphone, dem Internet, Shopping, Arbeit, Aufmerksamkeit, Sex, einem bestimmten Körperideal, Videospielen, Alkohol, Essen etc. Oder eben von sozial weniger akzeptierten Dingen, wie illegalen Drogen. In meinem Video gehe ich erst auf unser Verständnis von Sucht ein, dann darauf, wie unsere Gesellschaft momentan damit umgeht, dann auf ein paar wichtige Gründe für Sucht, dann darauf, wie wir mit Sucht umgehen könnten, an einem Real-Life-Beispiel, den ich euch beschreiben werde, und ich schließe damit ein paar Gedankenanstößen ab. Unser weit verbreitetes Verständnis von Sucht basiert immer noch auf Experimenten, die Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurden. Und damals wurde eine Ratte in einen Käfig gesperrt mit 2 Wasserflaschen, von denen eine Heroin oder Kokain enthielt. Und es zeigte sich, dass die meisten Ratten dann dieses Heroin- bzw. Kokainwasser tranken und süchtig wurden und die meisten starben daran. Und man könnte, oder es wurde dann der Schluss gezogen, dass diese Drogen halt einfach süchtig machen, wenn man den Zugang dazu hat. In den 70ern guckte sich der Wissenschaftler Bruce Alexander den Versuch nochmal an und merkte, dass diese Situation, eine einzelne Ratte in einen Käfig zu sperren, in dem sie nichts anderes hat außer 2 Wasserflaschen, von denen eine mit Heroin oder Kokain angereichert ist, nicht unbedingt natürlich ist und auch nicht unbedingt übertragbar ist auf das normale Leben. Und vielleicht auch ein bisschen für den relativ krassen Verlauf des Experiments verantwortlich sein könnte. Ratten bewegen sich nämlich gerne, sie spielen gerne, haben gerne soziale Kontakte und sie lieben Sex. Bruce Alexander baute der Ratte daraufhin einen Rattenpark mit Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu spielen und gab noch ein paar mehr Ratten dazu. Und das Ergebnis? Die Ratten tranken zwar ab und zu von diesem Heroin- oder Kokainwasser, aber keine einzige wurde süchtig oder starb daran. Das zeigte also, dass wenn die Ratte ein soziales Netzwerk hat und Möglichkeiten hat, die Dinge zu machen, die Ratten halt zu machen, dann wird keine süchtig. Und das bedeutet wiederum, dass das erste Experiment widerlegt wurde. Zur gleichen Zeit ergab sich auch die Möglichkeit, das Thema Sucht anhand echter Menschen zu untersuchen, denn zu dieser Zeit herrschte der Vietnamkrieg. Und im Vietnamkrieg konsumierten knapp 20% der amerikanischen Soldaten Heroin. Und das sehr regelmäßig. Und in der amerikanischen Bevölkerung und im Gesundheitssystem sorgten sich dann die Menschen, dass, wenn der Krieg zu Ende wäre, ein Haufen heroinabhängiger Soldaten nach Hause kommen würden. Aber als die Soldaten zurückkamen, hörten 95% der Soldaten einfach auf mit dem Konsum. Und wenn man an die Bedingungen denkt, in denen sich die Soldaten befanden, in einem fremden Land, unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich so vorstellen kann, im Krieg, dann ist es doch relativ verlockend, sich mit Heroin abzulenken und zu betäuben. Und als die Soldaten aber dann zurückkamen zu ihren Freunden, zu ihrer Familie, in ein Land, in dem kein Krieg herrschte, hatten die meisten gar nicht das Bedürfnis, weiterhin zu konsumieren. Im Endeffekt kann man also sagen, dass nicht die Drogen an sich in erster Linie süchtig machen, sondern der Käfig, in dem man sich befindet. Und der kann materieller Natur sein, aber der kann auch psychischer Natur sein. Und darauf gehe ich gleich noch näher ein. Wie gehen wir momentan damit um? Ich hatte es in dem Video zur Drogenpolitik in Deutschland schon angesprochen und gehe jetzt noch einmal kurz darauf ein. In unseren Gefängnissen sitzen 30-40% Drogenabhängige. Diese Menschen, die davor schon eine Abhängigkeit hatten, werden also in richtige Käfige gesperrt, so wie die Ratten im ersten Versuch, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dadurch werden die Menschen für ihr Leben gezeichnet. Es wird ihnen die Möglichkeit genommen, sich zu entfalten und wichtige Beziehungen zerbrechen daran. Familien gehen kaputt und die Menschen verlieren natürlich auch ihren Job. Und wenn diese Menschen dann rauskommen aus dem Gefängnis, wird es ihnen sau schwer gemacht, sich wieder einzugliedern. Vereinsamung ist keine Seltenheit und das Selbstwertgefühl dieser Menschen ist
Natürlich oft komplett im Keller. Und da ist es ziemlich naheliegend, dann wieder zu Drogen zu greifen. Vor allem, wenn man kaum oder keine Unterstützung bekommt. Einige mögliche Gründe für eine Sucht. Die Wahrscheinlichkeit, von einer Substanz abhängig zu werden, ist bei den verschiedenen Drogen und von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn man schon dazu neigt, süchtig zu werden, sind manche Substanzen, wie zum Beispiel Heroin, besonders gefährlich. Aber was sind denn so die Gründe? Warum wird jemand süchtig? Warum sind manche Menschen besonders dazu veranlagt, drogenabhängig zu werden? Ein ganz wichtiger Faktor ist der Schmerz, den man in sich trägt. Und dafür können zum Beispiel Traumata verantwortlich sein. Aber auch wenn man als Kind emotional oder körperlich vernachlässigt oder misshandelt wurde oder wenn man Schicksalsschläge erleiden musste oder ähnliches, sind das Gründe für einen tiefen Schmerz. Und diese Dinge müssen einem nicht mal bewusst sein. Vieles passiert im Unbewussten. Der Schmerz ist aber da und wir lernen als Gesellschaft kaum mit unserem Schmerz umzugehen. Ein weiterer Grund, der zu einer Sucht beitragen kann, ist das Umfeld und die Menschen, die einen umgeben. Sucht kann normalisiert werden, wenn andere ebenfalls süchtig sind. Wenn alle um einen herum konsumieren, dann konsumiert man auch eher mit. Ein weiterer Grund ist ein Gefühl der Ohnmacht oder der Sinnlosigkeit. Zum Beispiel, wenn man einen Job hat, in dem man keinen Sinn sieht. Oder auch die globale Umweltdepression, die ja quasi jeden Tag in den Medien ist, wenn man sich dafür interessiert. Aber auch soziale Isolation oder Mangel an bedeutungsvollen Beziehungen kann eine Sucht begünstigen. Und das ist wiederum etwas, das immer weiter verbreitet ist. Das betrifft uns alle. Wir fühlen uns weniger verbunden mit anderen, mit uns selbst und mit der Umwelt. Und das liegt ganz stark auch an der Art und Weise, wie wir im Westen unser Leben leben, wie unser System funktioniert. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass das zu einem gewissen Maße vermutlich auch so gewollt ist. Die Wirtschaft basiert darauf, unnatürliche Bedürfnisse in uns zu wecken, die wir dann auf die eine oder andere Weise versuchen zu befriedigen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass viele Menschen mehr arbeiten, als Zeit mit den wertvollsten Menschen in ihrem Leben zu verbringen. Was zum Teil natürlich eine Notwendigkeit ist, um hier zu überleben. Zum Teil arbeiten viele aber auch mehr, als sie eigentlich müssten. Und das nicht, weil sie es bewusst wollen, sondern weil das in ihren Jobs von einem verlangt wird. Die Zahl der engen Freunde sinkt im Westen seit den 50ern immer weiter. Wir alle leiden auf die eine oder andere Weise und wir alle haben zumindest gelegentlich mit einer inneren Leere zu kämpfen, die wir irgendwie versuchen zu füllen. Es ist zwar nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Menschen abhängig von illegalen Substanzen, relativ viele sind aber abhängig von Alkohol und noch mehr sind abhängig von ihrem Handy zum Beispiel. Ich auch, auf jeden Fall. Und dass einige illegale Substanzen einem das Leben zerstören können, liegt oft weniger an der Substanz an sich, wenn man sie zumindest in einem bestimmten Reinheitsgrad bekommen könnte, und mehr an unserem Umgang mit den Substanzen und mit den KonsumentInnen. Unsere Drogenpolitik zerstört mehr Leben durch das Wegsperren und die Vorurteile als die Drogen an sich. So, der nächste Punkt ist, wie wir damit umgehen könnten. Gabor Mate rät, den Schmerz in uns zuzulassen, zu fühlen, nicht wegzulaufen, uns nicht zu betäuben, sondern ihn zu fühlen, um ihn zu verstehen und daraus zu lernen. Denn so können wir langfristig lernen, mit ihm umzugehen und ihn vielleicht auch auflösen. Das sollte aber keine individuelle Aufgabe sein, mit der jeder auf sich selbst gestellt ist. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen die Gemeinschaft. Also, wie können wir als Gesellschaft besser damit umgehen? Ein gutes Beispiel, das man sich dazu angucken kann, ist ein Land, das ich in meinen Videos schon öfter erwähnt habe. Und dieses Land hatte bis vor 20 Jahren das größte Drogenproblem in ganz Europa. Vor 20 Jahren war in diesem Land 1% der Bevölkerung heroinabhängig. 1%, das muss man sich mal vorstellen. Und vielleicht können sich die einen oder anderen ja schon denken, ja, ich rede von Portugal. Portugal versuchte bis vor 20 Jahren jedes Jahr mit strengeren Maßnahmen gegen die Drogenprobleme vorzugehen. Vorbild war die amerikanische Regierung und der amerikanische Umgang mit der Zero-Tolerance-Policy. Die portugiesische Regierung pumpte jedes Jahr massig Kohle in die Verfolgung und die Bestrafung. Das Problem wurde aber nicht weniger, sondern nur größer. Und aus dieser Not heraus versuchte Portugal etwas bisher Einmaliges. GesundheitsexpertInnen, also Menschen, die es wissen müssten, sollten darüber beraten, wie man das Problem stattdessen angehen könnte. Und die kamen zu dem Schluss, erstens, alle Drogen zu entkriminalisieren und zweitens, und das ist extrem wichtig in der ganzen Sache, die Ausgaben, die davor in die Repression gesteckt wurden, in die Verfolgung, größtenteils in das Gesundheitssystem umzuleiten. 90% davon. Zum Vergleich, in Deutschland werden ungefähr 70% der Ausgaben immer noch in die Verfolgung und Bestrafung gesteckt.
Und das sind 4 Milliarden Euro jährlich. Und seitdem fährt Portugal einen anderen Zug als die meisten Länder. Weg von Bestrafung und hin zu einem breiten Hilfsangebot für die Menschen, die Hilfe brauchen. In Therapie und in eine Wiedereingliederung dieser Menschen. Dadurch werden Möglichkeiten geschaffen, Verbindungen mit anderen wieder aufzubauen. Den Menschen wird geholfen, eine Wohnung und einen Job zu finden und damit auch einen Grund, jeden Tag aufzustehen und sich produktiv und wertvoll zu fühlen. Jeder Mensch braucht einen Lebenssinn. Und seitdem ist die Zahl der KonsumentInnen, die sich Drogen spritzen, zurückgegangen. Und auch die Zahl der jugendlichen KonsumentInnen und die Zahl der Überdosierungen und die Zahl der HIV-Kranken und auch die Rate der Abhängigkeit. Portugal setzt den Fokus nicht mehr nur auf die individuelle Genesung, sondern auf die soziale Genesung. Und das ist, was wir brauchen. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Wir brauchen echte, tiefe Beziehungen und wir brauchen einen Sinn im Leben und das Gefühl, etwas bewirken zu können und das Wissen und das Vertrauen, dass wir die Gesellschaft mitgestalten können. Und das ist in einer Zeit wie der unseren aus verschiedenen Gründen schwer. Es ist leicht, die Hoffnung in die Menschheit und in die Zukunft zu verlieren. Das habe ich schon sehr oft, aber das bringt uns halt nicht weiter. Wir kriegen leider viel zu wenig beigebracht, dass wir alle mitbestimmen können, wie sich die Welt entwickelt. Und wenn auch nur im Kleinen. Wenn viele Menschen etwas Kleines machen, dann kann etwas ganz Großes daraus entstehen. Und es wurde zudem in einer Reihe von Studien bewiesen, dass wir glücklicher und gesünder sind, wenn wir anderen helfen, wenn wir uns für etwas Positives einsetzen. Das Gegenteil von Sucht ist nämlich nicht Abstinenz, sondern Verbindung. Meine abschließenden Worte, was ich euch gerne auf den Weg mitgeben würde, ist, dass jeder und jeder Einzelne von uns gefragt ist. Und das bedeutet in erster Linie, Menschen, die süchtig sind von etwas anderem als wir, nicht von oben herab zu behandeln und schlecht über sie zu sprechen. Das bedeutet, vorsichtig zu sein mit seinen Worten. Man weiß nämlich nie, was diese Worte in einer Person anrichten können. Und außerdem weiß man auch nie, ob man mit diesen Worten auch noch eine andere Person verletzt, die man eigentlich gar nicht treffen wollte. Vielen Menschen sieht man ihre Sucht nicht an. Und wenn diese Menschen von allen Seiten Hass und Vorurteile hören und Verurteilung, dann trauen sich diese Menschen halt auch keine Hilfe zu suchen. Das können Menschen sein, die ihr liebt und die euch sehr nahe stehen. Wenn wir Mitgefühl mit unseren Mitmenschen haben, dann geben wir ihnen die Möglichkeit, ihren Schmerz zu spüren und nicht davon wegzulaufen, sondern auszuhalten, zu durchleben und da durchzukommen. Es ist eine kollektive Veränderung, die wir da durchmachen müssen und eine, von der wir alle profitieren werden. Wir alle haben Möglichkeiten, dazu zu lernen und davon will ich mich gar nicht ausschließen. Ich habe auch noch richtig viel zu lernen. Es ist schwer, sich von Gewohnheiten und Vorurteilen zu lösen. Aber wenn wir verstehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass manche Menschen aber einen viel schwereren Rucksack mit sich herumschleppen müssen als wir, dann fällt es uns vielleicht auch leichter, liebevoll und verständnisvoll zu sein. Also das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer über ein Like oder ein Abo oder beides. Und schreibt mir doch, wie ihr den Aufbau des Videos findet, ob ihr das gut findet, wenn ich am Anfang schon sage, worüber ich sprechen werde. Genau. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Stay safe, stay clean. Bis dann.